So einfach ist das nicht. Natürlich habe ich Eva sehr gern. Es war einfach immer klar, dass wir beiden heiraten. Bis ich Jessica kennengelernt habe. Hi! Na, was sagt ihr zu meinen neuen Geschäftsräumen? Deine Geschäftsräume? Ja, gerade eben angemietet. Entweder die oder wir. Ganz ruhig. Vielleicht sollten wir uns erstmal anhören, was Kathi uns zu sagen hat. Du hast uns doch sicherlich was zu sagen, oder? Ja, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Jessica? Vater. Tja, möchtest du dich nicht setzen? Danke. Möchtest du was trinken? Vielleicht einen Kaffee? Gern, ja. Ich habe mehrfach vergeblich versucht, dich in London zu erreichen. Ja, es tut mir leid, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, meinen Anrufbeantworter abzuhören. Das solltest du aber gelegentlich tun. Wenn Eva mir nicht gesagt hätte, wo ich dich erreichen kann, dann hätte ich eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Jetzt übertreibst du aber. Schließlich bin ich erwachsen. Dann benimm dich auch dementsprechend. Du hast recht. Das nächste Mal werde ich euch vorher informieren, wenn ich einen Freund besuche. Wie geht es Eva denn so? Das solltest du eigentlich besser wissen. Habt ihr euch gestritten? Nein. Ja, und wie steht's mit deinem Studium? Kannst du dir es leisten, hier zu sein? Ja, natürlich. Es läuft alles wie geplant. In 3 Monaten habe ich meinen Abschluss in der Tasche. Endlich mal eine gute Nachricht. Wir brauchen dich nämlich dringender denn je. Wieso? Ich dachte, mit dem Kredit sei die Firma aus dem Gröbsten raus. Wären wir auch, wenn ich ihn bekommen hätte. Heißt das, die Bank hat einen Rückzieher gemacht? Ach, dort hat man doch nicht im Traum dran gedacht, uns das Geld zu geben. Das kann ich den Leuten auch nicht verübeln bei unseren Bilanzen. Aber du hast doch selber gesagt... Ja, das war eine Notlüge. Ich wollte, dass du ohne Druck dein Studium beendest. Und warum erzählst du mir das jetzt? Schließlich habe ich meinen Abschluss noch längst nicht in der Tasche. Ich weiß, ja. Weißt du, Alexander, es fällt mir wirklich nicht leicht, eine persönliche Niederlage einzugestehen. Aber bevor du es aus der Zeitung erfährst... Was? Ich werde demnächst Vergleich beantragen müssen. Hey, nettes Outfit. Hast du heute noch was vor? Hey, lass deine dummen Sprüche. Sag uns lieber, was du hier zu suchen hast. Das kann ich dir sagen. Er hat uns den Kiosk vor der Nase weggeschnappt. Hey, manchmal bist du doch ganz schön clever. Obwohl mich schon eines sehr wundert. Denn woher hast du das Geld? Alleine die Kaution sind 10.000 und soviel ich weiß, hast du knapp 3. Schon mal was von Kredit gehört? Schon mal was von Sicherheiten gehört? Komisch. Das hat die Puppe in der Bank auch gesagt. Aber als ich sie dann mit meinen treuen Erzähl Augen doch keinen Scheiß. Nee, ehrlich. Mach dich mal locker. Einen Kredit kriegt heutzutage jeder Trottel. Ja, jeder Trottel, aber du nicht. Na gut, ihr gebt ja sonst doch keine Ruhe. Sophie hat bei der Bank angerufen und sich für mich verbürgt. Nee, die hat doch selber nicht. Natürlich. Sie hat einen Job und sie hat Daniel. Das hat der Bank offenbar gereicht. Habe ich euch eigentlich schon meinen Pachtvertrag gezeigt? Ey, du Wisch. Kannst du dir sonst vorstecken, klar? Ramon, warte doch. So sieht's im Augenblick aus. Deinburg Mineralbrunnen steht das Wasser bis zum Hals. Wir müssen schnellstens einen Weg finden aus dieser Krise. Ich hatte gehofft, dass du so reagieren würdest. Der Hauptfaktor, der uns zurzeit das Genick bricht, dürften die zu hohen Personal- und Lohnkosten sein. Außerdem sind unsere Maschinen veraltet. Und wir haben es versäumt, uns den Gegebenheiten des Marktes anzupassen. Die Erweiterung der Produktpalette vom Billigwasser bis hin zum Nobelgetränk. Dabei steht der Name Deinburg für Qualität und Reinheit. Aber du hast recht.
Mit einem einzigen Produkt allein kann man heutzutage keine Gewinne mehr erzielen. Leider nicht. Tja, so hart es auch ist, das ist die Realität. Darum heißt es jetzt investieren und modernisieren. Aber dazu fehlen uns die Rücklagen und die Banken. Ohne weitere Sicherheiten kriegen wir keine Kredite mehr. Ein richtiger Teufelskreislauf. Aus dem es nur einen Ausweg gibt. Wir müssen uns das Geld auf andere Weise besorgen. Und wie willst du das anstellen? Indem wir deinen Hochzeitstermin mit Eva vorverlegen. Was spricht denn dagegen, dass du mit Ramon gemeinsam den Kiosk betreibst? Die Tatsache, dass ich der Arsch bin, wenn es schief geht. Aber wenn er die Hälfte des Risikos trägt, dann kommen wir vielleicht ins Geschäft. Und wo will Ramon das Geld herhaben? Er hat eben keine Schwester, die mal eben was unterschreibt. Sein Pech. Warum leihst du ihm nicht was? Na, weil ich mir das Geld doch selber leihen müsste. Tja, dann frag doch Fiona. Oder den netten Kundenberater deiner Bank. Das würde ich ja tun. Aber überleg doch mal, wie lange Ramon braucht, um mir das Geld zurückzuzahlen. Eine halbe Ewigkeit. So lange brauche ich jedenfalls, um das Geld zurückzuzahlen. Eben. Was mit Ramons Reise? Die wird er wohl verschieben müssen. Genauso wie ich. Du hast aber wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit als Ramon. Oh, nee, jetzt komm mir nicht mit der Nummer. Ramon wird nicht einfach so von heute auf morgen ins Gras beißen. Der kann seinen Trip schon noch eine Weile aufschieben. Es wird ihm ja nichts anderes übrig bleiben. Außer du stellst ihn als Aushilfe ein. Bevor ich hier Jobs vergebe, möchte ich erst mal sehen, wie der Laden läuft. Du willst ihn also wirklich hängen lassen? Nein, aber ich möchte nicht wegen ihm pleite gehen. Es geht doch nur einmal ein paar Wochen! Nein. Ich dachte, er wäre dein Freund. Ein schöner Freund, der mich linken wollte. Er wusste doch überhaupt nicht, dass ursprünglich die Idee von dir kam. Dann war das also dein genialer Plan. Erst redest du mir das Ganze aus und willst nachher selber abkassieren. Ich weiß, dass das jetzt so aussieht. Aber ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich wollte einfach Ramon helfen. Ihm helfen? Aber was aus mir wird, interessiert dich ein Dreck. Das war doch keine Absicht. Das war ein dummer Zufall. Von dem ich zum Glück durch einen anderen Zufall erfahren habe. Tja, dumm gelaufen. Und da zieht er einen Stapel Blätter aus der Tasche und knallt uns eine Kurvendiskussion auf den Tisch, die sich gewaschen hat. Aber er hatte in der Stunde vorher doch erst eine Kursarbeit in Deutsch geschrieben. Das war dem doch egal. Tag. Hi. Hallo. Entschuldigt, dass ich euer Gespräch unterbreche. Ach, schon gut. Was gibt's denn? Ich habe da ein Problem, bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt. Na, in Problemen sind wir super. Besonders uns selbst welche zu machen. Um was geht's denn? Naja, es ist was Persönliches. Je persönlicher, desto besser. Ich möchte ein paar Weihnachtseinkäufe machen. Und in Düsseldorf kenne ich mich ja nun wirklich noch nicht so gut aus. Und da dachte ich, ihr könnt mir vielleicht ein paar gute Geschäfte zeigen, in denen ich ein paar schöne Geschenke kaufen kann. Aha, beim Shoppen sind wir absolute Spitzenklasse. Obwohl Kathi ist da noch 10-mal besser als ich. So. Stimmt das denn? Ach, Jackie übertreibt mal wieder. Naja, wenn ihr beide mitkommt, kann nichts mehr schiefgehen. Möchtest du auch einen? Nein, danke. Und um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht recht, wieso du einen brauchst. 3-mal darfst du raten. Ist es wegen der Hochzeit? Volltreffer. Aber dass du Eva irgendwann heiratest, weißt du doch schon seit Jahren. Wo also liegt dein Problem? Darin, dass dieses irgendwann plötzlich sehr greifbar ist. Also, ich räume ein, das Timing ist nicht gerade glücklich gewählt. Aber ohne eine schnelle Finanzspritze stehen wir vor dem Aus und damit Hunderte von Mitarbeitern. Ja, ich weiß. Die soziale Verantwortung, die auf uns lastet, fordert nun mal ihre Opfer. Also weißt du, Alexander, als ob es ein Opfer wäre, die Frau, die man liebt, zu heiraten. Oder liebst du Eva nicht? Doch, schon. Na also, doch schon, das klingt ja nicht sehr überzeugend. Aber ihr werdet euch schon zusammenraufen. Zumal Eva dir sehr zugeneigt ist. Und wir das Geld unbedingt brauchen. Also wenn du mit deinem Studium in etwa 3 Monaten fertig bist, könnte 4 Wochen später die Hochzeit stattfinden. Du hast ja wirklich an alles gedacht. Kopf hoch, mein Junge. Wenn ich nicht selbst verheiratet wäre, dann würde ich Eva nehmen. Aber so Muss ich haben.
Was die Vorbereitungen für die Hochzeit angehen, sobald du den genauen Termin weißt, werde ich alles weitere in die Wege leiten. Hm? Danke. Gleich nach der Trauung wirst du dann die Firma übernehmen. Falls du noch Fragen hast, weißt du ja, wo du mich findest. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich hatte nichts anderes von dir erwartet. Also, viel Glück bei deinem Studium, mein Junge. Wir von Deinburg-Talbach haben schon ganz andere Probleme gemeistert. Ich finde allein aus. Hör mal, so viel habe ich noch nie für Unterwäsche ausgegeben. Aber es hat sich ja schließlich gelohnt. Obwohl es natürlich auch auf den Inhalt ankommt und nicht nur auf die Verpackung. Außer bei Geschenken. Ja, nur werde ich auf die jetzt angewiesen sein. Nach der Einkaufsorgie bin ich fürs nächste halbe Jahr pleite. Aber du wirst doch jetzt nicht schon schlapp machen. Ja, Jackie hat recht. Wir haben gerade mal ein Drittel der Einkaufspassage geschafft. Außerdem kenne ich da hinten einen super tollen Laden, der total geile Sachen zu Spottpreisen. Und was ist, wenn ich mich weigere, mitzukommen? Dann werden wir dich mitzerren. Beziehungsweise Kathi zerrt. Ich muss nämlich los. Was? Wieso das denn? Ich bin verabredet. Mit wem? Mit ein paar Freundinnen. Kenne ich die? Nein. Ich habe sie neulich kennengelernt auf der Eisbahn. Davon hast du mir ja gar nichts erzählt. Nein, dann werde ich das wohl vergessen haben. Also, bei Patrick bist du ja in bester Gesellschaft. Ich rufe dich an. Und viel Spaß noch beim Geld ausgeben. Danke. Dann zeig mir mal deinen Wunderladen. Tut mir leid. Mein Gott. Was? Dass du mich gerade fast zu Tode erschreckt hast? Das auch, ja, aber vor allem, weil ich gestern so schlecht drauf war. Schon vergessen. Wirklich? Das ist mir nämlich ziemlich wichtig. Wieso? Weil ich dich liebe, weil ich dich nicht mehr an Ramon verlieren will. Aha, daher weht also der Wind. Du warst eifersüchtig. Schlimm? Nein. Ganz im Gegenteil. Ich liebe eifersüchtige Männer. Obwohl es mich natürlich wundert, dass du auf einen Teenager, der gerade aus der Pubertät kommt, so reagierst. Naja, immerhin hattest du mit dem Teenager mal sowas wie eine Beziehung. Ne? Liebe kennt eben keinen Altersunterschied. Ein Grund mehr, vorsichtig zu sein. Keine Angst. Ramon und ich, wir sind wirklich nur gute Freunde. Für den du sogar den Schulkiosk pachtest. Pachten wollte, um genau zu sein. Frank schmeißt jetzt den Laden. Unser Frank steht im Kiosk? Frank Lewinsky? Fast Musiker, Ex-Schmuckhändler und beinahe Galerist. Der verkauft Milch an picklige Schüler? Also ich weiß nicht, was daran jetzt so komisch ist, aber genau das tut er. Ich kapier das nicht. Ich habe den gestern Abend im Einkaufszentrum getroffen. Da wollte er sich einen Laden mieten. Ja, wir haben uns zufällig getroffen. Rein zufällig. Und du hast ihm da nicht rein zufällig erzählt, dass Ramon und ich den Kiosk pachten wollen? Ja, doch. Na, dann wird mir einiges klar. Guten Appetit. Danke gleichfalls. Ja, was ist? Fang an. Ja. Wie schon gesagt, ein Fischbrötchen hätte mir schon gereicht. Zumal es nicht ganz so störrisch ist. Tja, warum gibst du denn nicht einfach zu, dass du noch nie Hummer gegessen hast? Wieso sollte ich? Das sieht man doch auch so, oder? Das stimmt allerdings. Pass mal auf, Hummer essen ist wirklich ein Kinderspiel. Mit der Zange knackst du die Schale. Und dann holst du hiermit das Fleisch raus. Na bitte, es geht doch. Und? Hey, das schmeckt ja richtig gut. Klar. Mist. Naja, halb so schlimm. Danke. Ich weiß überhaupt nicht, warum du dich so Dann aufregst. helfe ich dir mal auf die Sprünge.
Hättest du Frank nichts von unserem Plan erzählt, dann wäre er uns in der Schule auch nicht dazwischen gekommen. Capito? Danke für deine Hilfe. Bist du jetzt fertig, ja? Klasse. Also erstens mal wusste ich nicht, dass hier auf einmal die Kioskmanie ausgebrochen ist. Und zweitens hat mir Frank erzählt, dass es seine Idee ist. Die sie mir geklaut hat. So ein Quatsch. Ach, was wolltest du denn in der Schule? Natürlich war ich in der Schule, um den Kiosk zu pachten, aber doch nicht für mich. Für Ramon. Ja, also wolltest du Frank doch ausproben. Frank hat doch 1000 andere Möglichkeiten, um an Geld zu kommen. Aber für Ramon ist das die einzige Chance. Ach, wie traurig, auch der Arme. Aber dass ich auf der Strecke bleibe, ist dir egal, oder wie? Du hast doch den Galeriejob. Der liegt zurzeit auf Eis. Okay. Ich gebe ja zu, dass die ganze Aktion nicht ganz sauber war. Aber dass du die ganze Sache jetzt komplett ohne Ramon durchziehen willst, finde ich sehr beschissen. Und ich finde scheiße, dass du mir nicht mal zuhörst. In der Schule habe ich dir nämlich erklärt, warum ich ohne ihn den Laden schmeißen möchte. Ja, wegen der Kohle, ich weiß. Aber Geld alleine macht auch nicht glücklich. Ganz im Gegenteil. Es macht sogar sehr einsam. Tja, du wirst lachen, aber auf Freunde wie mich kann ich gut verzichten. Verzeihung. Herr Kossack, guten Tag. Ja, guten Tag. Hätten Sie einen Augenblick Zeit für mich? Ja, natürlich. Worum geht es denn? Das möchte ich Ihnen lieber drinnen sagen. Hat es mit Frau Prozeski zu tun? Naja, indirekt, aber bitte, kommen Sie doch. Sicher. Guck mal hier, der Ring. Der ist toll. Oh, oder die Ohrringe da hinten. Naja, so toll finde ich die nicht. Aber die Kette da, die ist doch vielleicht was. Hm? Ist noch ein Augenblick Zeit? Klar. Ja, worauf warten wir noch? Tja, ich weiß gar nicht schlecht, wie ich anfangen soll. Um was geht's denn? Glauben Sie mir, es ist mir sehr peinlich und ich bin sicher, dass es sich auch nur um ein Missverständnis handelt. Aber wir sind nun mal auf das Geld angewiesen. Sie meinen die Zuschüsse aus der Stiftung? Ja, bitte. Es kommt in letzter Zeit immer häufiger zu Verzögerungen. Außerdem hat uns Ihr Vater für ein paar notwendige Anschaffungen einen größeren Betrag in Aussicht gestellt. Sicher hat er nur vergessen, das Geld zu überweisen. Aber jetzt, nachdem die Sachen da sind, ja, und die Rechnungen... Sie macht sich wirklich sehr gut. Die Kinder lieben sie. Aber um nochmal auf mein Anliegen zurückzukommen. Sie werden sich doch darum kümmern. Ja, sicher. Danke. Einmal die. Nee, die daneben. Ja, genau. Danke. Kathi, kommst du mal? Ich möchte nur mal sehen, wie sie wirkt. Das ist doch okay, oder? Für dich auch? Gut. Sehr schön. Steht dir übrigens hervorragend. Danke. Die nehme ich. Schade, Ramon. Hätte wirklich cool werden können. Ja? Hi. Ist was? Ja, du bist vielleicht eine tolle Freundin. Haust einfach ab und lässt mich alleine mit diesem Möchtegern-Pauker am Einkaufszentrum hängen. Jetzt sei bloß nicht eingeschnappt. So ungelegen ist dir mein Verschwinden nämlich gar nicht gewesen. Und wie kommst du darauf? Na, dein Gesicht eben, es sprach Bände. Oder willst du abstreiten, dass du eigentlich jemand ganz anderen erwartet hast? Und wen, wenn ich fragen darf? Tja, wer könnte denn da wohl in Frage kommen? Wie wär's mit einem äußerst charmanten Typen, Jackie. bei dem absolut jede Frau schwach wird Du, ich warne dich. und der zufälligerweise Patrick heißt? Du Biest. Und ich kann dir auch sagen, warum du auf ihn gewartet hast. Weil du dich in ihn verliebt hast. Stimmt. Doch der tapfere Prinz? Hat der Prinz auch einen Namen? Reinhard.
Und er ist genauso tapfer, wie du heute Nachmittag warst, als du gefallen bist und nicht geweint hast. Obwohl, es tat sehr, sehr weh. Liest du jetzt weiter? Der tapfere Prinz stieg hinab in das tiefe Tal der Tränen, pflückte die goldene Rose und legte sie der staunenden Prinzessin zu Füßen. Damit hatte der Prinz seinen Mut und seine Tapferkeit zum zweiten Mal bewiesen. Aber die stolze Prinzessin war noch immer nicht zufrieden. Sie verlangte einen dritten Beweis seiner Liebe. Manu ist die blöd. Was? Die Prinzessin. Wie viel Proben muss Reinhard denn noch machen, bis diese dumme Kuh endlich kapiert, dass er sie liebt? Was hast du denn? Nichts. Nicht traurig sein. Bei der nächsten Probe kriegt der Prinz die Prinzessin ganz bestimmt. So ist das nun mal im Märchen. Aber auch nur im Märchen. Finde ich echt nett von Patrick, dass er uns zu diesem Spontanessen eingeladen hat. Was nimmst du denn? Hummer. Aber der steht doch gar nicht auf der Karte. Was steht nicht auf der Karte? Na, Hummer. Wieso, wolltest du welchen? Immer. Kommst du gleich? Ja, ich mache nur eine Bestellung. So. Achtung, erstmal eine Kleinigkeit zu trinken. Oh, wow, das sieht ja stark aus. Okay. Aber wieso 4? Cleo kommt. Ach so. Aber bevor sie da ist, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich noch bei euch zu bedanken. Ohne euch hätte ich meine Einkäufe bestimmt nicht so schnell über die Bühne gebracht. Tja, im Geld ausgeben sind wir eben unschlagbar, stimmt's? Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Ja, ich musste ja leider früher weg. Aber Kathi war restlos begeistert. So, da bin ich. Kommt's genau richtig? Ich wollte gerade mit meiner kleinen vorweihnachtlichen Bescherung anfangen. Frohe Weihnachten. Ja, oder soll ich sie jedem einzeln überreichen? Ach so, nicht nötig. Das hier. Stimmt's? Ja. Dankeschön. Bitte? Danke. Bitte. Tja, also, was soll ich sagen? Dankeschön. So, dann lasst uns endlich essen. Ihr könnt sie gerne jetzt schon ausmachen. Willst du nicht nachsehen? Nein, ich pack meins zu Hause aus, unter Weihnachtsbaum. Damit du weißt, wie ernst es mir ist, werde ich meine Eltern informieren, dass ich Eva nicht heiraten werde. Vater, ich bin's, Alexander. Ja, ich habe zwar noch nicht mit Eva gesprochen, aber würde dir Ende März als Hochzeitstermin passen? Vielen Dank nochmal für das Adressbuch. Ich dachte, sowas kann man immer gebrauchen. Na klar. So, jetzt bin ich dran. Oh, ich bin ja schon so gespannt. Oh, oh, ist die schön, Patrick. Wow. Darf ich? Na bitte.